3, 2, 1. Da, 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 da. Ah ja, Powerwife. Das hier ist tatsächlich eine Premiere. Also ich mache jetzt einen Podcast. Einfach so, weil ich kann. Ja, weil das ruft mich schon so lange und dann war aber das Technische, wie mache ich das denn und traue ich mich das überhaupt und was ist, wenn es Leute doof finden und so, aber neues Jahr, neues Ich, neueres Ich, transformierteres Ich und here we go und es passt so toll in die Zeitqualität, in der wir gerade sind. Dazu sage ich gleich was zu diesem Tag, der für Kommunikation steht und ja, also herzlich willkommen zu meinem Podcast, zu meiner Seite und in meinem Space, in meinem Feld. Hi, ich bin Maren und vielleicht, wenn ihr es hört, der eine oder andere kennt mich vielleicht, wenn der Coldplay-Fan ist. Für alle anderen stelle ich mich jetzt nochmal kurz vor, ich bin Maren. Ich bin passionierter Coldplay-Fan seit tatsächlich 2002. Das sind jetzt 23 Jahre, die ich richtig rechne. Das ist so krass. Also das ist, die sind mein Leben. Die sind mein Leben und sie haben mein Leben nachweislich verändert und transformiert. Ich bin sozusagen mit ihnen aufgewachsen und ja, es ist schon so lange in mir, wie ich das Ganze verbinde, Coldplay und das, was ich durchlebt, transformiert habe, dazu aber wieder die Parallelen zu Coldplay sehen, wofür sie stehen, wie sich speziell auch Chris Martin entwickelt hat als Person, was ich so über die Jahre mitverfolgt habe. Und ich merke es einfach immer, wenn ich reinfühle, das berührt mich so stark und ich denke, das muss raus in die Welt. Genau. Und ja, das steigen wir auch gleich ein. Also, lass mich kurz organisieren. Sorry, wenn es ein bisschen chaotisch wird. Das ist, wie gesagt, das erste Mal und ja, muss jetzt einfach mal kurz aus mir rausgehen. Genau, also zur Zeitqualität oder wie fangen wir besser an? Ich bin also nicht nur Coldplay-Fan, sondern ich wurde auch in meiner Entwicklung sehr gepusht. Sagen wir mal spirituelle, transformative Seelenentwicklung. Und ja, da habe ich halt diese ganzen Parallelen entdeckt und wollte schon so lange darüber sprechen, aber verschiedene Ansätze tatsächlich unternommen. Das ist dann wieder aufgehört, auch aufgrund von ja noch inneren Prozessen, die noch nicht ganz abgeschlossen waren oder geheilt waren oder dann wieder Glaubenssätze hochkommen, so, ja, was, wenn es die Leute doof finden, was, wenn du abgelehnt wirst, was, wenn du dich total flammierst, aber wisst ihr was, ist mir jetzt gerade so fucking scheißegal. Das bin ich und ja, ich gehe einfach mit der Intention rein, ich berühre und ziehe genau die richtigen Menschen an. Und die das hören mögen, die sich inspiriert fühlen, ihr seid herzlich willkommen. Und alle anderen, ihr könnt gerne zu einem anderen Account wechseln oder einfach abschalten. So, genau. Also zur Zeitqualität sind gerade, das ist basierend auf den Mayas, das ist ja Maya-Volk, ne? Schon uralt, dieser Tolkien-Kalender und der gibt immer so Wellen, so Zeitqualitätswellen und aktuell sind wir in der Right Wind Wave Spell und die steht für Kommunikation und ist der heutige Tag eben auch, also innerhalb von dieser Wave Spell und deshalb ja dachte ich habe zwar meinen Instagram-Account, den ich auch recht gern später unten verlinke, wenn ich rausgefunden habe, wie das geht. Ja, habe ich schon erstellt in der Anfang Februar. Das war übrigens, komme ich auch nochmal dazu, war auch eine Wave Spell, die für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Und deshalb hätte es auch nicht können vorher so entstehen. Also es ist alles irgendwie geführt, also finde ich vom Göttlichen von oben. Und ja, dem gebe ich mich jetzt gerade einfach hin und wenn es fließen will, will es fließen und es fließt jetzt gerade. Und genau, da hatte ich eben Ideen, wie ich meine Stimme mit einbringen kann. Und ja, here we go. Genau. So, dann ich mal kurz erklären, warum ich das verbinden will. Oder beziehungsweise es war schon so lange in meinem Feld, dass ich das machen will irgendwie.
wie gesagt, Core-Playbook für sich stehen und das, was ich transformiert habe in mir und diese Parallelen halt sehe, speziell zu Chris Martin, wie er sich entwickelt hat über all die Jahre, dass ich das in die Welt bringen kann, weil die Welt, wie wir sie kennen, die ist auch gerade ganz, ganz massiv in der Transformation zum Besseren, auch wenn es gerade so von außen anders ansieht, aber es ist wirklich zum Besten. Genau, wie das durch mich mit meinen, was ich liebe, und es ist halt auch Musik, wie ich das nach außen transportiere. Und ja, wie gesagt, mein Motto ist Follow your heart, whatever it takes. Und das war für mich ein Lernprozess. So Chris Martin sagt es ja, oder schreibt es in seiner Moon Music Edition, Notebook Edition. In dem Album sieht man ja Auszüge aus seinen Aufzeichnungen, die er für den Albumerstellungsprozess verwendet hat. Und da steht unter anderem Rule, also Regel, follow your heart, folge deinem Herzen. Und als das erste Mal so schon war, mit A Head Full of Dreams, 2016, 2017, da konnte ich das innerlich noch gar nicht so greifen, was es wirklich mal bedeutet. Oder ja, man hat seine Träume, aber den Mut haben, das auch wirklich umzusetzen, weil damals war mein Traum zum Beispiel, ich will am liebsten in London wohnen, alles hinter mir lassen, so, dann hing meine Arbeit, dann hing meine Mama da dran und als ich den Wunsch einmal meiner Mama geäußert habe, kam ja, willst du mich jetzt ganz allein lassen? Und dann war das für mich schon wieder so mein Herz möchte so gerne, weil London, da fühle ich mich einfach halt zu Hause, ne? Dann war das mein Wunsch und dann habe ich geguckt, wie ich das umsetzen kann, habe dann angefangen, nebenberuflich zu studieren, damit ich bessere Chancen habe, da irgendwie einen Job zu finden. Aber ja, habe das dann auch wieder aufgrund innerer Diskrepanz oder innerem Widerstand oder diesem, ja, das kannst du jetzt halt machen, habe ich das halt auch wieder verworfen, ne? Und jetzt, wenn ich halt so weit in meiner persönlichen Entwicklung gereift, auch durch verschiedene Auslöser, Prozesse und auch 2 Katalysatoren, benenne ich sie mal, so besondere Menschen, die in mein Leben gekommen sind und die den Prozess aber beschleunigt haben. Wenn sie es auf einem ganz anderen Level, also bitte versteht es jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie besser bin oder höher stehe wie ihr. Also es hier soll ganz auf Augenhöhe sein. Es ist einfach nur, ich habe kleine andere Sichtweise auf die Dinge und die möchte ich euch hier gern näher bringen. Ja, dieses Follow your heart, whatever it takes, das ist halt dieses, wenn wirklich die Seele und dein Inneres, dein Herz dir sagt, mach es, mach es, mach es. Und das geht aber dann drüber hinweg, was dein Verstand sagt, wie zum Beispiel das 2016, 2017 der Fall war. Nein, das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt die Person nicht alleine lassen. Muss dazu sagen, meine Mama und ich waren ein Konstrukt, ein Komplex, wo, ja, da gab es halt keine anderen Menschen, also keine Geschwister, keinen Vater mehr, keine Oma mehr. Und sie hat halt wirklich meine Hilfe auch gebraucht, also gesundheitlich. Und das war halt echt, ja, ein schönes inneres Dilemma. Ja, dann ist meine Mama aber 2021 ganz plötzlich verstorben und das hat mich, wie gesagt, in diesen tiefen Prozess und meine innere Reise eigentlich zurück zu mir selbst, kann man sagen, katapultiert. Wie gesagt, auch mit Hilfe der 2 anderen Katalysatoren, denen ich unendlich dankbar bin, auch wenn sie mich getriggert haben. Das geht nicht mehr, aber die triggern mich halt echt in meine Power, ne? Und dafür bin ich ihnen unheimlich dankbar. Aber dafür oder dazu gerne ein anderes mehr. Ja, also wie ich schon gesagt habe, Kurpflege begleiten mich seit 2002 durch alle Höhen und Tiefen. Und Chris Martin sagt ja immer, oder hat speziell zu der Zeit von Ghost Stories, und da konnte ich es auch noch nicht so greifen, wie ich es jetzt greifen kann, hat er immer das Wort gesagt, statt transformieren sagt er immer alchemize. Und ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von Paulo Coelho, der Alchemist.
Das kam jetzt auch vor gut über einem Jahr, 1,5 Jahren zu mir. Und dann habe ich gesehen, dass er das auch gelesen hat. Und dieses Buch enthält einfach so viel wertvolle Impulse. Also ich kann es euch echt nur ans Herz legen, das mal zu lesen. Es beschreibt nämlich so krass diesen Prozess, wenn man seinem Inneren folgt, wenn man seinem Herzen folgt und auch wenn es dann Rückschläge gibt, die es natürlich gibt auf dem Weg. Und das ist da, wo die meisten Leute halt wieder umkehren, weil sie denken, ja, ich folge jetzt einfach meinem Herzen, das ist total einfach und dann kommt eins zum anderen. Das ist leider, kann ich aus Erfahrung sagen, ist nicht so einfach. Wie gesagt, zum einen sind da die inneren Widerstände, zum anderen kann ich halt auch im Außen ganz schön rebellieren, weil Verstand und das Nervensystem, die wählen halt lieber mal die alte, bekannte Hölle wie das Neue. Und das Neue heißt halt Freiheit und sich selbst verwirklichen. Dann kommt nochmal so eine Art Test vom Universum. Ja, wie ernst meinst du es denn jetzt? Wie sehr willst du es denn jetzt? Und dann kann halt echt alles passieren. Also es kann sein, dass deine Stimme versagt. Wenn du jetzt dich ausdrücken willst, wirst du plötzlich krank oder was weiß ich, Auto geht kaputt. Oder es kommt irgendwas anderes auf dich zu. Ja. Und was dann erst so aussieht, wie wenn dein Plan vereitelt wird, aber eigentlich enthält diese Situation wieder ein Geschenk, wie du wachsen kannst oder dass dir irgendwas sagt, wie du irgendeinen neuen Impuls gibt. Einfach in diesem Flow zu sein und alles anzunehmen, was ist, was kommt, auch die weniger schönen Dinge. Also das war wirklich ein sehr herausfordernder Prozess und ist es nach wie vor. Also man ist nie fertig, man nur neuere Sichtweisen und Denkweisen und eine andere Art, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Eben, dass man denkt, das soll jetzt nicht sein oder was weiß ich, das Universum will mich bestrafen. Nein. Also wirklich nein. In jeder Situation sehen, okay, neue Herausforderung, Next Level und wie kann ich es lösen? Wie kann ich das Beste draus machen? Und was will es mir sagen? Was will es mich teachen? Was will es mich lehren? Ja, wie gesagt, da stecke ich auch noch drin, aber ich kann jetzt schon mit Stolz sagen, dass ich das einigermaßen gut gemeistert habe bis dahin. Und eben, das hat mich zu dieser Vision und zu diesem Podcast und zu meinem neuen Account geführt. Das war auch ein Prozess, weil es hat tatsächlich witzigerweise vor einem Jahr so richtig begonnen. Also die Idee ist schon länger in mir gereift, beziehungsweise, wie gesagt, ich werde ja Anfang 2022 so richtig in meine Persönlichkeitsentwicklung und Transformation geschickt. Und da gab es einen Moment, ich weiß gar nicht mal, wann genau das war. Ich habe letztens versucht, diese Aufzeichnung in meinen Tagebüchern zu finden. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe, glaube ich, jedes Tagebuch, das ich zwischen Anfang 2022 und Mitte, weil es war irgendwo in dem Zeitraum, habe ich dann nochmal so durchgeblättert, einfach in der Hoffnung, ich finde es nochmal, habe ich aber nicht. Aber ich habe es einem Co-Player-Freund am November 2022 geschrieben, als wir uns unterhalten haben. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, weil ich habe dann irgendwann geschrieben, ich hatte vor kurzem so eine Epiphanie, also wie so ein Erleuchtungsmoment, wo, also klar, ich habe das schon immer in mir gefühlt, Coldplay ist besonders und die helfen mir durch alle Höhen und Tiefen, aber ich habe dann nochmal so ganz in der Tiefe realisiert, warum sie meine Lieblingsband sind. Also vor allem auch Chris Martins Entwicklung, wie er sich entwickelt hat, was man auch in der Doku Ahead Full of Dreams nochmal nachhören kann. Da sagt Phil das, also Phil Harvey, der 5. Mitglied, Creative Director und CEO, sagt es dann nochmal ganz deutlich, dass Chris sich so als Person entwickelt hat. Und meine Lieblinge sind ja Johnny und Chris, aber ich habe dann meinem Co-Player-Freund geschrieben, ich mag Johnny und Chris oder ich liebe Johnny und Chris, aber eigentlich bin ich mehr wie Chris. Und es war einfach so ein Deep Inner Knowing, so, ich kann mich mit seinem Entwicklungsweg so gut identifizieren. Das ist der helle Wahnsinn, weil, also wenn ihr die Doku mal gesehen habt,
Wenn nicht, kann ich sie euch auch empfehlen. Gibt es, glaube ich, noch bei Amazon Prime oder so oder auf dem Butterfly Package. Weiß gar nicht, ob das noch zu kaufen gibt oder ob es schon ausverkauft ist. Keine Ahnung, weil ich habe ja meins. Ich habe aber, als ich jetzt am Wochenende meinen ersten Blogbeitrag geschrieben habe, wo ich aber gar nicht so viel unterbringen kann, wie ich jetzt hier in dem Podcast eigentlich unterbringen will, weil ich damit auch ein bisschen gestruggelt habe. Aber eigentlich jetzt ganz happy bin mit dem Outcome. Habe ich mir im Zuge dessen auch nochmal die Szene oder ein paar Szenen angeguckt. Und dann sind so die Tränen gekommen, weil ich einfach so stolz bin, wie sie sich entwickelt haben, weil da war es ja dasselbe. Also wie auch bei mir, sie hatten Angst, was sagen Kritiker und sind wir gut genug und was, wenn uns keiner mag und die kritischen Stimmen wiegen schwerer wie die Leute, die einen mögen und die einen supporten und die das gut finden, was wir machen. Bis hin zu, ja, sorry für den Aufdruck. Wir machen jetzt einfach unser Ding und genau das denke ich jetzt auch. Ich mache jetzt einfach 100% mein Ding und wer mitgehen will, der darf gerne mitgehen und wer nicht, der halt nicht. Und das ist einfach mein Ausdruck, das bin ich und ja, werde mindestens eine Person erreichen, inspirieren und dafür mache ich das. Genau. Ja, also ich bin halt jemand, der auch ganz tief fühlt. Also hat auch sehr lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, dass es eine Hochsensibilität ist, die auch wieder ein Geschenk ist. Aber man, so sehr wie man jetzt zum Beispiel Baulärm ganz krass wahrnimmt und der einen tierisch aggressiv macht, genauso nimmt man die schönen Dinge des Lebens wahr, wie jetzt Lieblingsmusik und ja, fühlt es ganz tief mit jeder Faser meines Seins und dazu zählen halt, wie gesagt, Coldplay-Songs, Musik, auch Natur. Was ich war heute Morgen spazieren und einfach es war gefroren und einfach dieses Glitzern der Sonne auf dem Wasser, einfach Stille. Man hat nur ein Specht gehört und halt Natur und Vögel zwitschern und es war einfach so ein Moment, ich kann einfach sein, ich kann einfach nur fühlen und ich war so connected mit der Natur. Ich war so wie so eins und das ist einfach so meine Aufladmomente, ne? Und genau. Ja. Ähm, aber jetzt war ja, sorry, wenn es ein bisschen chaotisch ist. Wir waren stehen geblieben bei dem To Alchemize. Und genau, Chris Martin hatte das 2014 in einem Interview gesagt mit Zane Lowe von BBC. If you sit with your experiences and the things you have been through, they alchemize. Und es hört sich jetzt auch wieder so einfach an, ne? Man sitzt einfach und transformiert. So einfach ist es ja dann auch wieder nicht. Aber was er eigentlich sagen will, ist, oder was ich mittlerweile selber erfahren durfte, dass wenn eine Emotion hochkommt, die man jetzt überhaupt 0,0 haben will, wie es jetzt ist, Trauer, Wut, sag ich mal, ne? Und ist jetzt gerade voll der unpassende Moment und man drückt die so weg. Dann ist die ja nicht weg. Das ist eine Energie und die Energie, ähm, die sucht sich ja ihren Weg, ne? Also entweder schreit man dann sein Gegenüber an, was man nicht machen sollte, oder man schluckt es halt einfach runter und das ist wie so eine Kapsel und die kapselt sich im Inneren, in deinem System kapselt die sich ein. Aber das, ja, sollte sie halt, also sie darf da sein, ne? Das ist ganz wichtig, nicht sagen, nein, das darf ich jetzt nicht fühlen. Sie darf schon da sein. Aber man muss diese Energie halt trotzdem wieder verwandeln. Und das habe ich halt auch unter anderem gelernt. Also man kann alles umwandeln. Und ganz wichtig, man ist selber halt in charge, ne? Also man ist selber verantwortlich. Das ist eigentlich mit die höchste Verantwortung, dass man das wieder transformiert in eine Energie, die einem dient. Ganz wichtig ist eben die Annahme, wie Chris Martin auch sagt,
Life is beautiful in all its colors, even the darker ones. They are here for a reason. Ja, das sind sie. Sie zeigen dir was und wo Licht ist, ist auch Schatten und was weiß ich, wo Wut ist auch gegenteilige Emotion, ist auch die Freude und daraus halt oder so zu leben, das ist halt, ja, eine Meisterschaft für sich, die ich, wie gesagt, auch nicht hundertprozentig gemeistert habe, aber schon so, also ich kann damit umgehen. Ich habe meine Tools, wie ich damit umgehe. Und das hat er auch ziemlich oft in Interviews immer wieder durchblitzen lassen, dass er froh ist, dass er die richtigen Menschen, die richtigen Tools gefunden hat. Ja, um eben diese Emotionen so zu wandeln, dass sie einem wiederum dienen. Und man selber bestimmt, also darum geht's jetzt auch 2025 halt, um dieses selbstbestimmte, selbstermächtigte Handeln. Also sich von Emotionen bestimmen lassen, wie jetzt mein Tag zu verlaufen hat, von Dingen, die im Außen geschehen, wie jetzt sich Nachrichten, die jetzt auch nicht so toll sind, und darüber einfach seine Stimmung und den Tag laufen zu lassen, sondern nee, ich habe es jetzt gehört, ich habe es gesehen, ich habe es gefühlt. Einmal durchfühlen, dieses Gefühl möchte einfach nur durchgefühlt werden und dann wieder loslassen und sich neu entscheiden, wie man sich fühlen will, wie der Tag verlaufen soll, genauso. Aber das ist, ja, wie gesagt, es klingt einfacher, wie es ist. Genau, ja. Ähm, genau, aber nochmal zurück zu dem, was ich auch gesagt hatte ich habe realisiert, warum sie meine Lieblingsbands sind. Also, wie gesagt, Chris Martins Entwicklung, auch die ganze Entwicklung der Band, zu dem wir machen jetzt, worauf wir Lust haben, und wer uns folgen will und wer da mitgehen will, darf gerne mitgehen, und andere schicken wir trotzdem ganz viel lieber. Es ist halt auch die Meisterschaft. Und wie gesagt, mit meiner ganzen eigenen Entwicklung und Transformationsreise und ja, auch Seelenreise, welche immer tiefer zu meiner Wahrheit komme, immer noch eine Schicht tiefer, noch eine Schicht tiefer, und auch dieses, warum bin ich eigentlich hier auf der Welt, und was ist mein Purpose, mein Auftrag hier, da bin ich halt auch schon, ja, wie gesagt, auf diese ganzen anderen Parallelen gestoßen, die jetzt auch mit die Welt, wie sie sich verändert, resonieren. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Hilfe. Ähm, genau, also diese Epiphanie, die ich hatte, hat sich, wie gesagt, durch meine eigene Transformation und eigene Seelenreise nochmal verstärkt. Oder es wurde klarer, das Bild wurde klarer. Als ich auch gemerkt habe, in was für eine Richtung wir jetzt alle kollektiv gehen werden ab 2025. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dieses Wassermann-Zeitalter. Und ja, wird es einfach transformativ für die gesamte Welt, also für gesamte Strukturen, die jetzt die nicht mehr funktionieren werden. So, jetzt hatte ich doch tatsächlich über diese Terrorbarriere gesprochen, wenn man sich verändern will, dass dann irgendwas im Außen passiert. Und was war? Mein Computer hat sich plötzlich neu gestartet, beziehungsweise hat mir erzählt, er hätte ein Problem und müsste sich deshalb neu starten. Und dann habe ich echt müssen lachen, weil ja, man sollte auf seine Worte achten, aber ich wollte es euch halt nochmal näher bringen und habe das jetzt wirklich, also mit Humor genommen. Ist jetzt wirklich der Test vom Universum, Maren, wie sehr willst du denn deinen Podcast wirklich machen? Genau. Jetzt habe ich mir den letzten Teil nochmal angehört, wo wir waren, genau mit den nicht mehr funktionierenden Strukturen. Und dass sich die Welt halt, wie gesagt, jetzt langsam wandelt, dass immer mehr die Werte gelebt werden, die ich als meine eigenen sehe und die ich vertrete, die aber auch die Werte sind, wofür Coldplay halt steht. Und ich meine, das sieht man ja schon in ihrem ganzen
Blick auf die Welt, ihre Werte, ihr Einfluss, ihre Power, die sie halt wirklich nutzen zum Wohle der Fans, dem ganzen Planeten. Also ihre Großzügigkeit, die Liebe, auch auf Augenhöhe ist, dass sie ganz nah an den Fans sind und eben dieses Gefühl von Verbundenheit kreieren. Das, sagen wir mal, One Big Family. Also egal, ob das jetzt zu anderen Fans ist oder zu den Roadies, zu den Crewmembern. Fünfte Mitglied Phil, der ist ja ganz nah auch auf Twitter oder X heißt es ja jetzt, auf der Social Media Plattform im Austausch, wo er wirklich auch auf Kommentare reagiert und die sich immer überlegen, wie sie halt unsere Erlebnisse bei den Konzerten allgemein halt noch schöner, noch besser machen können, wie sie uns noch mehr involvieren können. Und aber das auch dem Planeten Erde, Mama Erde, Pachamama zugutekommen lassen und die Tour halt so nachhaltig gestalten wie möglich. Also wiederverwertbare Trinkflaschen, die Kinetic Dance Floors und die Powerbikes, das Strom, erneuerbarer grüner Strom generiert wird für die nächste Show im DC Stage und auch verschiedene Projekte und Organisationen unterstützen, die dem Planeten wiederum dienen, wie Ocean Cleanup oder dass für jedes verkaufte Ticket Bäume gepflanzt werden. Alles so nachhaltig wie möglich gestalten. Also das ist einfach, das greift alles so ineinander, worum es jetzt immer mehr geht, weil, wie man ja auch merkt im Außen, die Erde schlägt nicht zurück, das ist jetzt wieder der falsche Ausdruck, aber sie macht sich bemerkbar, jetzt halt auch durch die ganzen Erdbeben oder auch Naturkatastrophen, wenn man so will, durch die ganzen Überschwemmungen und so war alles gewollt in Anführungszeichen. Also es hat alles eigentlich die Mission, dass der Planet wieder so aufgebaut wird, wie er mal ganz ursprünglich existiert hat, nämlich das sogenannte goldene Zeitalter. Und also ich finde, sie sind ganz wichtig mit dem, wofür sie stehen, für Freundlichkeit, für Liebe, für die Verbundenheit, diese Brotherhood, Freiheit, Frieden, Gleichheit, dass man so seine Träume losgehen soll, dass man auf sein Herz hört. Und weißt du, nur wenn man, das musste ich halt auch wirklich erfahren, und das ist jetzt wieder Stoff für eine neue Podcast-Folge, damit das jetzt nicht zu lang wird, aber wenn man halt Dinge tut, das heißt zum Beispiel auch im Job, und man keine Erfüllung drin sieht und da drin auch keine Freude hat, dann, lebt man jetzt nicht sein bestes, tollstes Leben. Ne? Man hat man einen Job für die Sicherheit, aber der kotzt einen an und man ist genervt, wenn man hingeht, man ist genervt von den Kollegen, man ist genervt vom Chef und folgt man halt nicht seinem Traum. Aber wirklich für das zu gehen, was man liebt, wo man einen Sinn drin sieht, das erfordert unheimlich viel Mut. Und aber sie haben mich halt so inspiriert, wirklich das umzusetzen. Auch wenn jetzt mein Weg noch nicht ganz klar ist, wo es hingeht, aber man geht den Weg, indem man einen Schritt vor dem anderen setzt. Also ich fühle mich jetzt gerade wie so ein Pionier. Ich habe jetzt ziemlich viel Veränderung in meinem Leben vorgenommen. Unter anderem habe ich meinen Job verlassen, weil er mich krank gemacht hat. Ich dann wirklich ganz krass in Burnout gerutscht bin. Und ich erst mal lernen musste, wie meine Energie so funktioniert. Und da verschiedene Stufen durchlaufen habe. Wie gesagt, das ist alles meiner Persönlichkeitsentwicklung, zu meiner Persönlichkeitsentwicklung gehört. Und auch wie gesagt, ganz, ganz gewaltig halt dieses für Mutter Erde und für unseren Planeten sorgen und keinen Raubbau betreiben. So, genau, das ist halt dieses ultimative Ziel in dieser neuen Ära, wo wir jetzt alle hingehen. Und wie gesagt, eines der wichtigsten Dinge, die ich euch noch mitgeben will, ist wirklich auf sein Herz zu hören. Also es ist nicht einfach, aber diese Stimme wirklich zu hören, weil sie
ganz leise ist, aber du kannst sie eigentlich nicht ignorieren, weil sie anklopft und dir zum Beispiel eine Krankheit schickt, wie jetzt mir, zu sagen, Maren, du bist jetzt komplett auf dem falschen Weg, wie lange willst du es dann noch weitermachen und ein Ziel oder einen Traum verfolgen, wo du eigentlich denkst, es ist deiner, es ist aber gar nicht deiner, sondern von außen gemacht oder ein gesellschaftlich angesehener Traum, wie zum Beispiel meine Idee zu studieren, ähm, ja, damit ich, also unterschwellig, klar, damit ich bessere Chancen habe, damit ich mehr Geld verdiene und auch in der Gesellschaft aufsteige, in Anführungszeichen. Aber Leute, darum geht's jetzt gar nicht mehr. Es geht wirklich darum, seiner Freude zu folgen. Und dann saß ich ganz lang vor der Frage und mit der Frage, ja, was macht mir denn Freude? Und worin bin ich denn gut? Und was sind meine Talente? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Gaben? Und das war halt auch ein ziemlich langer Prozess. Also mag Leute geben, die das ganz klar auf dem Schirm haben und die einfach auch anders aufgewachsen sind. Aber für mich war es halt echt ein langer Weg. Und mein Herz wusste das ja schon lang, was mir Freude macht. Und dann dachte ich aber, wie verbinde ich das denn jetzt mit meiner eigenen Message? Und wie bringe ich das in die Welt? Ne? Ja, und dann hatte ich ja schon mal vorher gesagt, dass ich vor einem Jahr ungefähr so das schon gestartet habe, beziehungsweise diese erste Eingebung war halt im November. Nee, im November habe ich das meinem Freund geschrieben, mit einem Freund geschrieben. Die erste Eingebung hatte ich so 2022 im ersten Halbjahr und dann hat es weiter mir gearbeitet und als ich dann nochmal ein Level tiefer meine Transformation geschickt wurde, auch durch meinen einen Katalysator, das war Oktober, November 2023 und im Februar 2024, die kommen jetzt nämlich hin, das ist jetzt genau ein Jahr her, habe ich einen Workshop mitgemacht und da sollte man sich vorstellen, mit welchen Film würdest du dich denn beschreiben? Und bei mir kam sofort A Head Full of Dreams, die Doku von Coldplay. Und dann habe ich wirklich, ich glaube 2 oder 3 Seiten waren das auf normalem Blatt Papier, also DIN A4 Blatt Papier, warum ich diesen Titel gewählt habe, eben weil sie mich inspiriert haben, für die Träume zu gehen und ja, auch niemals aufzugeben. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich auch handgeschrieben von Chris Martin auf meinem Unterarm und das ist so ein Anker für mich. Ne? Also immer wenn ich merke, ich würde am liebsten alles hinschmeißen, es wird irgendwie alles keinen Sinn mehr und ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr und nichts funktioniert anscheinend, dann habe ich das direkt auf meinem Unterarm. Also ich muss nicht erst irgendwie einen Zettel suchen oder so, sondern ich habe es direkt auf meinem Unterarm und das ist wirklich, also ich treasure diesen Special Moment, als ich Chris Martin getroffen habe. So sehr. Der bedeutet mir auch so sehr viel, dass ich das überhaupt nicht in Worte fassen kann, wie viel sehr mir diese Worte bedeuten. Als er mir das aufgeschrieben hat, als ich ihn wirklich mit so viel Glück, wo ich auch in meinem Herzen gefolgt bin und dem Verstand einfach gesagt habe, du gehst jetzt mal in den Liegestuhl und lässt eine Karotte, einfach spontan innerhalb von ein paar Stunden nach London gefahren bin, weil ich gefahren tatsächlich mit Flixbus, weil der Flugfeuer war. Und es war irgendwie der letzte Busplatz. Das war kurz vor Weihnachten und ich bin einfach diesem Gefühl gefolgt, ich werde ihn treffen. Und meine Mama hat dann gesagt, nein, das bist du nicht verrückt. Nicht so, nein, ich muss jetzt diesem Gefühl folgen. Aber ich bin angekommen, ich habe ihn ein paar Stunden später getroffen und das war einfach dieses, ich kann meiner Intuition so vertrauen, ne? Und das einfach bei Coldplay ganz, ganz tief verankert. Und da sind wir wieder bei dem, mach was du liebst, folge deinem Herzen. Also dann kommt diese Intuition halt sehr viel stärker zum Ausdruck. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Genau, und ja, das ist einfach mein Treasure Deep, mein Treasure Deep Arm. Und dann habe ich ja wirklich diese Lobeshymne auf Coldplay geschrieben und wie sie an ihre Träume geglaubt haben, an ihre Vision, an ihre Mission, und wie sie auch, oder Chris Martin vielmehr das vorausgesagt hat,
Und das kennt ihr auch alle, das Video, wo er ausgesagt hat, dass sie 4 Jahre später ein Glastonbury Headliner sind. Und so war es. Also es war 4 Jahre und ein paar Tage später. Aber ich finde es einfach so, er hatte diese Vision die ganze Zeit im Kopf und es sehr viel Arbeit natürlich gekostet. Nicht innere Arbeit, wie auch äußere Arbeit. Also Commitment und umsetzen und dranbleiben und auch bei Setbacks nicht aufgeben. Und wir haben es tatsächlich realisiert. Und von daher sind sie halt echt meine größte Inspiration. Und sie erlauben sich einfach, ihren Weg zu gehen, weil sie wissen, wofür sie das tun. Und genau das, an dem Punkt stehe ich jetzt halt auch. Und das wusste ich halt so tief in meinem Herzen. Dann habe ich tatsächlich halt letzten Jahr Februar und ja, wirklich meinen ersten Post hatte ich am 16. Februar 2024. Habe ich so den Impuls, ich müsste das jetzt irgendwie, muss ich was starten. Und dann habe ich einen Side-Account gemacht bei Instagram, also ich habe einen Privat-Account, dann habe ich aber, das ist jetzt eigentlich, ja, auch aus inneren Zweifeln und Angst und habe ich schwitzend diesen Account erstellt, schwitzend meinen ersten Post und habe es dann aber doch diesen Account schwitzend und zitternd und herzklopfend auf meinem Privataccount geteilt und habe gedacht, was denken die jetzt alle und so und mir tatsächlich einige gefolgt und ja, das war so mein erster Attempt dazu. Und dann wusste ich aber auch nicht so genau, wie mache ich jetzt weiter und ja, dann hatte das Jahr 2024 auch noch sehr viele Herausforderungen für mich persönlich parat, die jetzt die Entwicklung oder das Weiterführen des Side-Accounts ein bisschen gestoppt haben. Aber irgendwie war das trotzdem immer tief in meinem Herzen verankert und habe ich immer neue Versuche unternommen. Sei es mit einer PDF, die man sich downloaden konnte, wo ich das alles so ein bisschen erklärt habe, wie ich das sehe, meine Sicht auf die Dinge. Und ja, hat sich jetzt aber, wie gesagt, trotzdem nochmal sehr viel weiterentwickelt. Man sollte auch alles so sein. Also ich vertraue da ganz deep drauf, dass das alles so sein sollte. Und es war tatsächlich jetzt auch mit New Music Release Oktober kam dann nochmal ein neuer Push für mich, das umzusetzen. Und ich hatte im November, Dezember nochmal einen ganz tiefen inneren Prozess. Auch Januar war ich völlig nochmal so im Rückzug. Also da habe ich auch alle Social Medias so weit es geht ausgeschaltet und Benachrichtigungen deaktiviert, dass ich einfach nur mit mir selber war. Und dieser Monat war einfach so nötig und notwendig. Da ist so viel Magisches passiert, auch wie es zum Namen zu meinem neuen Account kam auch im November zu mir und ja, einfach dieses November, Dezember, Januar, das waren einfach nochmal diese crucial months, also diese ausschlaggebenden Monate, wo das Ganze sich verfeinert hat, ne? Und ich aber ganz viel über mich selber gelernt habe und immer klarer auch durchkam, ja, was mein Auftrag ist, was meine Vision und Mission für diese Welt ist. Und ja, wie gesagt, das ist wie mein innerer Prozess, war das jetzt auch ein Prozess, wie das Ganze hier entstanden ist und auch der Wunsch halt nach dem Podcast und weil ich hier einfach nicht mehr ausdrücken kann, wie jetzt in einer Insta-Story, wo man gucken muss, dass man, glaube ich, 30 Sekunden sind oder noch kürzer fertig ist und so und ja. Und mir wurde es nochmal ganz bewusst im Dezember. Da hatte ich nämlich den besagten Co-Player-Freund, dem ich das im November schon geschrieben habe ich das nochmal geschrieben. Zu Weihnachten. Auch in einem Kontext und habe geschrieben, I'm not sure if anyone will ever understand what Coldplay means to me. Also ich bin nicht sicher, ob irgendjemand das auf dem Level verstehen wird, was sie mir bedeuten, weil ich kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das ist jetzt einfach ein Versuch, ein Attempt, aber ist einfach mein tiefer Wunsch, das zu verbinden, um die Leute und euch auch ja, euer Bewusstsein zu schärfen, wo es jetzt hingeht, die nächsten Jahre und dass Hoffnung besteht, auch wenn das jetzt gerade überall, wo man hinguckt, sei es Politik, sei es ja Kriege, sei es was in Everyday Life
geschieht, so viel Chaos ist, dass man eigentlich die Hoffnung verlieren könnte. Aber ich bitte euch, die Hoffnung zu behalten. Und ihr habt immer die Wahl, euch zu entscheiden, auf was ihr euren Fokus lenkt. Und wie gesagt, es beginnt im Inneren. Also wenn du Frieden im Außen sehen willst, dann musst du den Frieden in dir selber finden und die Liebe in dir selber finden, damit die Liebe im Außen entstehen kann. Es ist alles ein Spiegel. Und ich glaube unerschütterlich an das Gute, aber es erfordert halt die innere Arbeit. Ne? Und ja, da möchte ich euch einladen, auch mal ganz tief in euch selber reinzuhören. Ja, ob es mit euch resoniert und wie ihr da gerade steht. Und ich teile jetzt einfach nur meine Sichtweise, meine Wahrheit. Und als ich das meinem Cochlear-Freund geschrieben habe, da an Weihnachten, war ich danach auch nochmal in der Sonne draußen spazieren, habe nochmal über diese Worte nachgedacht und das, was ich im letzten Jahr oder auch die letzten Jahre mit Coldplay erleben durfte und dieses Gefühl, das sie transportieren, und sind mir einfach nur die Tränen gelaufen vor Dankbarkeit und weil ich es einfach nochmal ganz tief so gefühlt habe, auch die Menschen, die ich über sie kennengelernt habe, die zum Teil Freunde sind, und am meisten geht's halt um das Gefühl, das sie vermitteln, ne? Und das kann man so schwer ausdrücken, das muss man wirklich erlebt haben. Und dann kam so ganz, ganz klar, das war eigentlich die Klarheit, die ich schon die ganze Zeit gesucht habe, kam so, das ist es, das ist es. Das war die Antwort, die Bestätigung. Jedes Mal, wenn ich mit geschlossenen Augen in meine Vision, die so gereift ist, da reingefühlt habe, war das für mich so ganz klar, das ist mein Leben, meine Liebe, meine Leidenschaft, mein inneres Feuer, das fließt alles jetzt da rein, was jetzt durch mich entstehen will. Und das ist meine Wahrheit, mein Leben, und diese Vision muss irgendwie raus in die Welt, und Coldplay steht für mich halt für diese neue Welt. Ich sage in dem einen New Moon Music Song heißt I'm trying to trust in a world full of love, und können wir tatsächlich wahr werden lassen. Also indem halt man in sich selber aufräumt und eigentlich alles loslässt, was man nicht ist, sondern was von außen einem gesagt wurde, wie man zu sein hat, was man zu tun hat, welchen Job man machen muss, was man erreichen muss, und eigentlich niemals seinen eigenen Traum lebt, sondern wirklich jeder seinem Herzen folgen wird und seinen eigenen Traum verwirklichen würde, den Mut hätte, das zu machen und die innere Arbeit, das zu machen oder dahin zu kommen, dann hätten wir diese Probleme im Außen halt nicht. Weil in sich drin ist jeder Mensch Liebe, also in seiner pursten Essenz ist jeder Mensch Liebe und möchte Liebe geben und möchte Liebe empfangen, und da liegen halt so viele Schichten drüber. Und im schlimmsten Fall artet es dann halt in, ja, Kriege, bekriegen, sich bekriegen, etc. Privat wie im Außen, wie in der großen ganzen Welt aus. Und das wird jetzt halt langsam aufgelöst. Kann man jetzt mal so sagen. Genau. Ja. Und das ist der Podcast schon so lang. Ich glaube, ich mache einfach eine neue Folge, wie es zu dem Namen kam. Also ich sage, es heißt Red Solar Moon. Und Moon ist jetzt wieder im Alignment mit Moon Music, dem letzten oder dem aktuellen Album von Coldplay. Und als dieser Name oder diese Energie, es ist eigentlich mehr eine Energie, in mein Leben kam, die hat eine ganz tiefe Bedeutung für mich, war mir das auch wieder so glasklar. Das werde ich meinen Account nennen. Und ja, hat jetzt im ersten Augenblick nichts mit Coldplay zu tun, außer dem Moon. Aber ich habe diesen Namen jetzt gewählt. Und ja, abschließend möchte ich sagen, das, was ich am Sonntag halt nochmal angeguckt habe, war diese Doku A Head Full of Dreams. Und ich habe wirklich Gänsehaut und Tränen, als ich zu der Szene kam. Da waren sie im Super Bowl, der war 2016, auch im Februar. Also das ist wirklich so
wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es eigentlich so magisch, dass ich am 1. Februar mit dieser Red Moon Wave Spell, genau, das jetzt sind wir in der White Wind Wave Spell und am 1. Februar startete diese Red Solar Wave Spell und Red Moon Wave Spell, Hilfe, weiß ich schon gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall die für mich resoniert hat. Jetzt bin ich gerade auch nervös. Genau. Und dann bin ich zu der Szene gekommen vor dem Super Bowl 2016. Ich glaube, es war der 7.2.2016. Und dann machen sie ja immer vor ihrem Auftritt ihren Crew Paddle. Und Phil hat zu ihnen gesagt, es wurde halt unten eingeblendet, I know everyone is a bit nervous. Everyone's got a lot of adrenaline going around in the system, but you have such a great message to give. Put it out there. Und übersetzt, also wenn ihr jetzt kein Englisch könnt, ich weiß, jeder von euch ist gerade ein bisschen nervös. Ich weiß, jeder hat ganz viel Adrenalin in seinem System. Aber ihr habt so eine tolle Botschaft mitzuteilen. Geht raus und teilt sie mit der Welt. Und ich kenne mir schon wieder die Tränen, weil als jetzt mein Podcast abgebrochen ist, und Gott sei Dank wurde es gesaved, das, was ich vorher aufgenommen hatte, das werde ich jetzt irgendwie auch zusammenstückeln. Ich hoffe, das stört jetzt den Übergang, stört sich nicht so sehr. Muss ich tatsächlich die Klamotten wechseln, weil ich wieder nass geschwitzt war. Und ich spreche ja jetzt eigentlich nur für mich selber hier. Ich habe jetzt keinen hier anwesend, keinen anderen Menschen. Ich bin trotzdem so nervös, das jetzt hier rauszuschicken, aber trotzdem mache ich es jetzt einfach. Und wenn es nur für die eine Person ist, die es inspiriert, die es berührt, dafür mache ich das. Und ja, einfach meins mit euch zu teilen. Und ich bin halt Coldplay so sehr dankbar, dass sie mich gelehrt haben, an meiner Seite waren, dass sie halt durch alle Höhen und Tiefen an meiner Seite waren und dass sie mich gelehrt haben, halt was aufzugeben, für meine Träume zu geben. Und wie Chris am Ende der Head Full of Dreams Tour gesagt hat, in Buenos Aires in Argentinien im letzten Konzert, hat er nach Up und Up und Believe in Love das war übrigens die Message, die sie beim Super Bowl halt im Stadion stehen hatten, Believe in Love. Und Liebe ist wirklich die transformativste, größte Kraft in der Welt, die wird alles ändern. Also Liebe zu sich selbst, Liebe in seine Träume, Liebe dafür loszugehen. Und wenn man in sich innen ja diese Freude, diese Liebe spürt, dann steckt man ja auch an, dann inspiriert man, dann es gibt so einen Spark, ne? Also sein inneres Feuer halt teilen mit anderen, dieses Feuer zum Lodern zu bringen, und das transformiert die Welt. Und dafür stehen sie am meisten, für diese Liebe. Auch Liebe für die Kritiker. Also wenn es hier jetzt jemand doof findet, ich habe es trotzdem lieb, ich schicke euch Segen und macht einfach selber euer Ding. Ja. Und da hat, wie gesagt, in diesem allerletzten Konzert von der Head Full of Dreams Tour, da weiß ich noch, da saß ich immer auf meinem Bett, habe den Livestream geguckt, habe Rotz und Wasser geheult, und Chris hat gesagt, anything is possible if you never give up and if you believe in love. Alles ist möglich, wenn man niemals aufgibt, wenn man an die Liebe glaubt. Und ich verstehe es jetzt auf einem ganz tieferen Level. Ja, ich kann niemals ausdrücken, dieses Dankegefühl, das ich für sie habe. Und dass ich jetzt wirklich hier sitze und gleich den Podcast bearbeiten kann und fertigstellen kann und euch zur Verfügung stellen kann. Und ja. Und das hier ist mein Warum, meine Vision, die ich jetzt aus meiner vollen Seele, aus meinem vollen Herzen lebe. Und bin ganz gespannt darauf, was dann noch entstehen möchte und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und bloß möchte ich noch was mit euch teilen. Das habe ich mir die Woche aufgeschrieben. Und zwar, ich habe 2020 sehr, sehr, sehr viel angefangen zu journalen. Das habe ich tatsächlich früher schon mal gemacht, dann habe ich wieder gestoppt und dann habe ich aber gemerkt, das hilft mir, Dinge zu verarbeiten und einfach die Sachen, die im Kopf so rumschwirren, ne, einfach mal rausschreiben, damit es raus ist. Und man muss das auch gar nicht mal
rückwärts lesen. Manchmal mache ich das noch, weil ich mich an Sachen erinnere, wie jetzt zum Beispiel an diese Epiphanie. Oder länger, weil man so viel geschrieben hat. Aber ganz andere tolle Dinge findet man dann wieder. Und so dieser Notebook Edition von Music, ne, habe ich mir da aufgeschrieben. Ein Zitat. Manchmal komme ich mir vor wie Chris Martin, weil all mein Brainstormings und Ideen auch im Notebook stehen. Also in meinem Journal. Und nun kann man sogar das Notebook kaufen. Das war jetzt zu Valentin so eine Aktion, um seine Ideen zu notieren. Genial. 144 Seiten im Jahr der 9. Und 144, also muss ich kurz erklären, das ist die Quersumme, also 1 plus 4 plus 4 ergibt 9. 2025, wenn ihr das addiert, 2 plus 0 plus 2 plus 5 ergibt auch wieder 9. Und Red Solar Moon ist auch 9. Und das ist so eine Synchronizität, wo ich schon wieder denke, das kann sich der Verstand jetzt wieder ausdenken. Und es soll einfach alles gerade so sein. Und ich vertraue diesem Flow. Ich vertraue auf meinen Creative Flow. Und am Freitagabend hatte ich tatsächlich so einen plötzlichen kreativen Download. Also ich hatte eine Kakaozeremonie gemacht und war dann noch duschen. Saß so mit meiner Wärmflasche nochmal am Schreibtisch und auf einmal kam das zack, zack, zack. Und die Idee war halt also das, was ich euch jetzt hier im Podcast geteilt habe, irgendwie in einem Blog oder einer Website festzuhalten. Das ist mein Warum, meine Vision. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich es erstellt habe auch, dass mir der Platz da gar nicht ausreicht und dass ich das halt sprechen sehr viel besser fand. Und ja, wie gesagt, diese Podcast-Idee stand ja auch schon länger im Raum und zwar tatsächlich auch im Jahr 2022. Auch ein anderer Co-Player-Freund. Wir haben uns so Audios geschickt und ich glaube, ich habe das mal, irgendwie habe ich dann so witzig dazu geschrieben, jetzt hast du einen Podcast, weil ich ziemlich lang gesprochen habe. Und dann hat er gemeint, ich unterstütze das voll und ja, hat er irgendwas mit Mädchen gemacht und er wird mich da supporten. Da war aber noch diese Hemmschwelle so groß. Und jetzt ist es also, Timo, wenn du das jetzt hier auch mal hörst, dann sage ich einfach nur danke, danke, danke. Es ist jetzt ready. Und dieser zweite Impuls kam tatsächlich auch im Januar in meinem Rückzug. Und da hatte ich auch eine Begegnung tatsächlich mit einer Seelenschwester an einem ziemlich magischen Kraftort hier, wo ich wohne. Und wir kamen klar beide mit derselben Intention zu diesem Kraftort und haben uns so unterhalten, sind ins Gespräch gekommen und ich fand einfach diese Begegnung so magisch. Und als wir uns verabschiedet haben, ich bin zurückgefahren, so nach Hause, kam in mir so, ja, du musst jetzt diesen Podcast. Ja, und das war, glaube ich, am 20., 21. Januar und jetzt haben wir 18. Februar, also sag ich mal einen guten Monat später, ist tatsächlich mein erster Podcast am Entstehen. Ja, und jetzt figure ich mal noch out, nicht das Ganze auf Spotify hochladen. Ich habe auch noch keine Idee. Aber ja, es ist alles ein Prozess, darf alles entstehen und es darf sich natürlich auch verbessern. Also wie gesagt, wenn das Ganze jetzt hier ein bisschen holprig ist und just do it. Das kann ich euch auch sagen, weil dieser Mindfuck hatte ich halt auch ganz lang, es muss doch aber perfekt sein. Und das bringt dich halt niemals in die Umsetzung, sondern mach's einfach und du kannst immer noch weiter verbessern. Aber mach's einfach, man mach einfach diesen ersten Schritt, weil das hatte ich, glaube ich, auch vorher schon mal angeteasert, so das Umsetzen ist halt das. Und auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wohin mich dieser ganze Weg führt, dieses neue Kapitel, da hatte ich schon beim Album Moon Music, als das rauskam im Oktober, hatte ich schon das Gefühl, dass mit dem Album-Release ist es mein neues Kapitel. Das habe ich schon ganz, ganz krass gefühlt. Und dann war halt immer von Oktober bis jetzt so eine Art ja, Vorbereitungsphase, nenne ich das mal. Wo das alles sich entwickeln, ausreifen, verfeinern durfte, bis das Bild also das ist noch nicht ganz klar, aber es ist deutlich klarer, als es damals war. Da war das einfach nur Kopfsalat. Das war einfach nur so ein Gefühl und ich habe Tagebücher voll gejournalt darüber. Und bin dankbar, dass ich es mir aufgeschrieben habe, weil ich kann das jetzt nochmal rückwärts lesen, den Prozess verfolgen.
Aber der Weg geht halt nur, wenn du ihn gehst. Also wenn du einen neuen Weg gehst, dann geht's halt nur, indem du einen Schritt vor dem nächsten setzt. Und auch in einer meiner ausschlaggebenden, prägenden Mentoren, der hat eine Kollegin und die hat immer in einem Workshop gesagt, dem Gehenden legt sich der Weg zu Füßen. Und da ist so viel Wahres dran, weil wenn du stehen bleibst aufgrund von Angst, klar kannst du stehen bleiben, eine Pause machen, aber raff dich nochmal auf und geh weiter und schmeiß es nicht hin. Ich meine, ich habe sehr viel Pausen zwischendrin eingelegt, aber trotzdem bin ich immer wieder aufgestanden und weitergegangen. Mit jedem Setback, kurz Pause, kurz reingespürt, kurz durchgefühlt, integriert und weitergemacht. Und so hat sich das Ganze entwickelt und wirklich rückblickend mit dieser, wie Red Solar Moon in dieser Red Moon Wave Spell begonnen hat, wie dieses erste Instagram-Post entstanden ist und all die Ideen auf einmal kamen und in die Umsetzung kamen, in die Materie kamen. Es ist einfach ein ganz magischer Prozess, wie gesagt, während mal einer der nächsten Folgen kann ich das nochmal gerne näher erläutern. Für heute soll es das jetzt mal gewesen sein und ja, ihr lieben Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, wenn ich rausgefunden habe, wie ich was unten drunter verlinke, dann verlinke ich euch gerne meinen Blog und meinen neuen Account. Ich freue mich über jeden, der mir folgen mag auf meiner Reise und freue mich auch über liebe Kommentare, über liebes Feedback. Könnt ihr mir auch gerne unter dem Podcast hinterlassen oder auf Instagram oder auf anderen Wegen, wenn wir schon anders connected sind. Genau, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sag ich mal, bis bald, bis zur nächsten Folge, ne? Genau. Bye bye.